Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama. In Panama gibt es nicht nur über Wasser viel zu entdecken. Bei über 5600 Kilometer Küste und mehr als 500 Inseln gibt es auch unter Wasser viel zu sehen. Heute stelle ich euch 3 Schnorchelspots in Panama vor. 2 Spots befinden sich im Pazifik und einer in der Karibik. Los geht's! Der erste Schnorchelspot befindet sich auf dem Bocas del Toro Archipel an der Grenze zu Costa Rica. Auf Bocas del Toro gibt es mehrere gute Schnorchel- und Tauchspots. Ein besonders einfach zu erreichender ist der sogenannte Hospital Point auf der Insel Solarte. Von einem im Schatten gelegenen Strand aus kann man in einer kleinen Bucht jede Menge entdecken. Die von der Strömung geschützte Bucht hat eine Tiefe von etwa 1 bis 4 Meter. An einem Kliff, das bis etwa 7 bis 8 Meter abfällt, befinden sich einige Korallen. Durch das Höhenprofil der Bucht kann man sich wunderbar eine passende Tiefe zum Üben wählen. Ein besonderes Erlebnis war die Begegnung mit einer Gruppe von 3 Rochen, die in Formation entlang des Cliffs schwebten. Der einzige Nachteil am Hospital Point ist, dass die Einheimischen vor Kindern warnen, die den Touristen Dinge am Strand klauen, wenn diese im Wasser sind. Von daher sollte man keine Wertgegenstände am Strand lassen. Uns wurde nichts geklaut. Den Hospital Point erreicht man per Boot von der Insel Colón oder Bastimentos aus. Die Fahrt sollte einfach nicht mehr wie 4 bis 5 Dollar kosten. Mit dem Bootsführer macht man eine Zeit zum Abholen aus. Auch in den seichteren Bereichen gibt es jede Menge zu entdecken, wie Seegurken, Seesterne oder Korallen. Mein Kumpel, mit dem ich unterwegs war, hat dann auch noch 2 Tauchgänge von der Insel Carnero aus unternommen, von denen er sehr angetan war. Ich wollte mich bei dieser Reise aufs Schnorcheln konzentrieren. Mich fasziniert im Moment das Luftanhalten und das Wasser ohne große Hilfsmittel zu entdecken. Für das Tauchen mit der Flasche werde ich irgendwann einen Auffrischungskurs machen. Der zweite tolle Schnorchelspot, den ich euch vorstellen möchte, liegt im Pazifik. Die Insel Contadora ist Teil des Perleninsel-Archipels im Golf von Panama. Contadora hat mehrere Strände zum Schnorcheln. Wir waren am Playa Ejecutiva, den ich sehr empfehlen kann. Dies hier war einer meiner besten Tauchgänge mit etwa 25 Sekunden Netto-Tauchzeit auf ungefähr 3,5 Meter Tiefe. Auf Contadora gibt es ebenfalls sehr viel zu entdecken, wie Barracuda, große Fischschwärme, Kugelfische, riesige Flötenfische, Korallen und noch viel mehr. Contadora erreicht man von Panama-Stadt aus täglich mit der Fähre. Eine Fahrt von Panama-Stadt aus kostet 100 US-Dollar hin und zurück. Wir haben ein Angebot für 50 US-Dollar erwischt. Contadora kann ich für einen Tagesausflug von Panama-Stadt aus wärmstens empfehlen. Contadora und das ganze Perleninsel-Archipel sind besonders bei den reichen Panameños und internationalen Stars beliebt. So manch einer hat hier eine Ferienvilla oder gar eine Privatinsel. Von Panama-Stadt aus sind die Perleninseln mit einer privaten Yacht oder einem Hubschrauber aus sehr schnell zu erreichen. Handwerker und so weiter werden mit einem Flugzeug aus Panama-Stadt eingeflogen. Ich würde Contadora als das Blankenese von Panama-Stadt bezeichnen. Der dritte und letzte Schnorchelspot, den ich euch vorstellen möchte, befindet sich bei Boca Chica am Golf von Chiriquí. Von Boca Chica aus gibt es Tagestouren, mit denen man die Inseln Bolanos, Páridas und Gómez erreicht. Im Vergleich zu Bocas del Toro und den Perleninseln gibt es hier deutlich weniger Korallen. Entlang der Felsen an der Küste sieht man allerdings einige Fische. Womit Boca Chica aber definitiv punkten kann, sind die Traumstrände auf den Inseln Bolanos und Páridas. Viel besser wird es nicht. Besonders bekannt ist Boca Chica bei Sportfischern. Hier kann man Black Marlin, Dorado und Thunfische aus dem Wasser ziehen. Dies waren 3 tolle Schnorchelspots in Panama. Falls ihr mehr über das Schnorcheln in Panama wissen wollt, schaut einfach auf unserer Webseite crashkurspanama.de/schnorcheln vorbei. Auf unserer Homepage findet ihr auch einen Newsletter zu Panama und ein kostenloses E-Book zum Thema Auswandern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.